irgendwie gehört und dann habe ich gedacht, hey, das ist bestimmt sehr interessant, dieses Schwarz in Schwarz. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt und bin da hingefahren und durch diesen doch apokalyptisch anmutenden Wald gelaufen, geschlichen. Das war schon eine ganz komische Atmosphäre so, aber es hat mich fasziniert und gefangen und gerade mit der Technik, die ich da hatte, sind doch erstaunlich schöne, fast, naja, Kunstwerk ist übertrieben, aber doch sehr artifizielle Sachen bei rausgekommen. Schon gespenstisch. Und ich glaube, es interessiert mich so sehr, dass ich da vielleicht nächstes Jahr im Frühling wieder hinfahren werde und einfach gucken werde, was dann passiert mit der Natur, wie aus schwarzem Wald vielleicht wieder grüner wird. Also ich bin Christoph Busse, ich wohne in Leipzig und mache vorwiegend Porträts und Industriereportagen, normale Reportagen für Magazine, für Unternehmen, für ab und zu mal auch freie Projekte und ja, dafür brauche ich gutes Werkzeug. Es war sozusagen familiär, also auspacken und loslegen. Damit ist dieses spiegellose Prinzip erstmal per se für mich das Nonplusultra. Ja, dazu kommt dann eben noch diese Ästhetik, die so ein Mittelformat eben mit sich bringt und man dadurch wirklich ganz klar das Hauptobjekt vom Hintergrund trennen kann. In dieser Uckermark, ich bin da ab und zu und diese Landschaft, die fasziniert mich per se schon und das juckt manchmal auch so in den Fingern. Und da sind doch sehr erstaunliche Sachen passiert, dass ich nämlich stundenlang nicht zurückgekommen bin, weil ich im Fotomodus war. Da so Felder fotografiert und dann habe ich am Rechner geguckt und du kannst wirklich jede Ähre einzeln da anschauen, die im Schärfbereich liegt. Die ist exakt abgebildet, das ist also diese 50 Megapixel, ein Wahnsinnsdetailreichtum. Das kannte ich vorher nicht, das hat mich begeistert und dann bin ich abends losgezogen, morgens losgezogen, das Licht passte und bin spielerisch, obwohl ich eigentlich kein geborener Landschaftsfotograf bin oder da gar nicht meine Stärke liegt, irgendwie zu sehr netten Motiven gekommen. Die Spiegelreflex liegt im Schrank. Die benutze ich so gut wie nicht mehr. Ich mache fast alles damit. Irgendwann kam die ISS, die Raumstation, da angeflogen und dann habe ich die so gesehen und den Lauf so verfolgt und dann kurz überlegt, könnte man ausgelöst und hinterher hat es geklappt. Ein befreundeter Brillenmacher, Enzo Fortuniti, der hat Bedarf an ein paar neuen Hinguckerbildern für seine Holzbrillen, die er designt und baut. Und da haben wir spontan beschlossen, jetzt geht's los, raus auf den Acker. Das könnte alles teuer geblitzt sein, ist aber reelles Licht mit ganz simpler Technik, was zu eindrucksvollen Ergebnissen geführt hat. Und da machen wir dann mal weiter demnächst.